Das Grauen geht weiter und zwar sind wir in Monaco angelangt. Landschaftlich wahrscheinlich eine der schönsten Strecken, aber für mich von den Gegebenheiten her, ihr wisst das, wenn ihr meine F1-Projekte verfolgt, nicht immer so der schönste Ausflug. Aber wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Im Training hat es lustigerweise ganz gut funktioniert. Da hatte ich einige gute Zeiten mit dabei. Hab mich auch ganz gut geschlagen. Bin nur zweimal nach der Tunnelausfahrt, wo es dann in diese Links-Rechts-Links-Schikane geht, habe ich mir einmal schön den Frontflügel abgehauen. Aber ansonsten war ich eigentlich ganz gut mit dabei. Und das wirkt dann in mir, oder das birgt in mir so ein bisschen die Hoffnung, dass es doch irgendwie gut läuft. Jetzt fahren wir einmal hier durch einen Tunnel. Wir sind gerade Sechster, Fünfter, Dritter. Das wäre eine gute Platzierung. Hier aufpassen. Hier gibt es nämlich ganz leicht auch mal eine Strafe, wenn ich hier die Streckenbegrenzung überschreite. Und dann hier rum, Achtung, da war auch rechts gerade wieder die Bande. Also ihr seht, es ist eigentlich auch mehr möglich. Man kann hier gut durchfahren, wenn man denn die Skills hat und wenn man sich hier nicht ganz so blöd anstellt. Sind wir Siebter. Und schon sind wir wieder zurück. So, noch einmal Gas geben. Achter, Neunter. Wäre ich auch noch mit zufrieden. Da könnte man nicht so viel überholen. Aber Hauptsache nicht Letzter. Das Auto ist heile geblieben. Und das sind doch schon mal ein paar gute Voraussetzungen für das Rennen. Das war's mit dem Qualifying. Jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechung beim großen Preis dabei. Also auf gar keinen Fall vergessen einzuschalten. Gut, Verstappen vorne, wer hätte das gedacht? Dahinter aber McLaren, die auch ziemlich stark sind in der Saison. Mit Piastri, mit Lando Norris, Fernando Alonso ist auch wieder irgendwo dazwischen. Und ich bin mit dem 9. Platz super zufrieden. Wenn ich noch 1, 2 weitere Autos überholen kann, am Start vielleicht. Ihr wisst ja, in Monaco geht es immer nicht so einfach mit dem Überholen. Aber wir lassen das mal alles auf uns zurollen. Auf geht's. Dann ist alles angerichtet für ein hoffentlich erfolgreiches Rennen. Die Sonne scheint, die Strecke ist trocken, wir haben eine gute Platzierung im Mittelfeld. Los geht's. Mal gucken, was Monaco diese Saison für uns hier bereithält. Ja, hier kann ich schon mal nicht überholen, das ist halt schade. Wobei hier kann ich es versuchen. Ja, an Sainz vorbei. Achtung, es ist ja halt hier gar kein Platz. Ich habe immer Angst, dass sie nicht rüberziehen. Beziehungsweise, dass ich dann derjenige bin, der in der Bande landet. Aber wir haben uns gut eingereiht hinter Russell. Und der Vorteil ist ja, dass man hier nicht so gut überholen kann. Das heißt, der 8. Platz ist uns erstmal safe. Vielleicht im Tunnel können wir überholen auf Start und Ziel. Dann mit DRS, das wird aber ganz, ganz schwer. Und hier wird jetzt rumgeschlichen. Aber sofern ich hier die ersten Runden gut fahre, mir kein Frontflügel oder sonstiges Autoteil beschädige, ist das eigentlich ganz gut. Dann bin ich zufrieden. Denn es müssen nur noch die Rundenzeiten stimmen. Und natürlich hier der Abschnitt. Hier gibt es ganz schnell mal eine Strafe. Ansonsten hat man eigentlich gar nicht die Möglichkeit, die Strafen zu kriegen, weil du kannst hier nirgendwo die Kurve abkürzen. Ja, okay, nach oder vor Kurve 1, das geht. Oder in Kurve 1. Sonst sind ja überall Banden. So, die erste Runde haben wir gut überstanden. Wir haben ein Auto überholt, wir sind auf dem 8. Platz, sind hinter unserem Teamkollegen. Du kannst es nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir und in der DRS-Zone bist. Jetzt gilt es halt auch dran zu bleiben, das ist ganz, ganz wichtig. Und möglichst hier die Banden heile zu lassen, mein Auto heile zu lassen, mich heile zu lassen. Und dann bin ich eigentlich froh, dass dieses Rennen in 18 Runden schon wieder vorbei ist. Es gibt halt so Strecken, ihr könnt das ja mal gerne in die Kommentare reinschreiben. Mache ich, glaube ich, jedes Jahr. Was sind denn eure Lieblingsstrecken? Also Monaco zählt da nicht für mich mit dazu. Ich fahre so gerne in Italien, in Belgien, Österreich, so diese Highspeed-Strecken. Frankreich mittlerweile auch, da war ich am Anfang auch eher ein bisschen dagegen. Oder war halt nicht so meine Lieblingsstrecke. Aber das hat sich jetzt mit den Spielen gewandelt. Also mit Frankreich, da kann ich mich jetzt auch anfreunden. Aber Monaco wird halt leider nicht meine Lieblingsstrecke. Ich habe schon gesagt, ich würde mir hier so eine Yacht nehmen und das Rennen einfach von meiner Yacht aus verfolgen. Oder bei Robert Geis in irgendeinem Hochhaus zu Gast sein und mir das Rennen von da aus dann mal angucken. Aber gut, Monaco hat halt seinen Flair, das verstehe ich bei vielen Fahrern. So, Verstappen mit einer 1.11, vielleicht können wir ja da auch, ja gut, wir werden eine 1.12er Zeit. Ja, 1.12.783 ist völlig okay. Und wir halten uns bislang wirklich gut. Also ich habe echt gedacht, dass wir am Anfang mehr Probleme haben werden, aber das kann von der einen auf die andere Sekunde sich ja auch zerschlagen. Die Banden sind so nah. Da brauchst du vollen Fokus, volle Konzentration.
Und vorne hat, glaube ich, die Führung gewechselt. Entweder Piastri oder Norris. Ah, nee, Quatsch. Norris vor allem. Verstappen ist vorne. Ich hatte den Punkt nicht gesehen. Ja, der fährt wieder in seine eigene Liga. Das hast du halt leider diese Saison auch. Und den Abschnitt hier, den nehme ich bislang eigentlich auch ganz gut. Ja, auch da Thema Streckenbegrenzung. Und wenn du da kurz vor der ersten Schikane zu weit links bist, dann haust du dir den Reifen ab. Ist mir einmal im Training sogar passiert. Also das Training war halbwegs okay, bis auf diese 1-2 Situationen halt, wo ich mir einmal schön den Reifen abgeschlagen habe. Das geht ganz schnell. Die rechts hier, die leben auch ein bisschen gefährlich, ne? Und mit ein bisschen ERS kann ich ja pushen, aber es nützt halt leider nichts. Wir kommen leider nicht so nah vorne ran, wie ich mir das erhofft hatte. Aber wir halten auch den Abstand nach hinten, das ist ganz gut. Und überholen geht hier sowieso nicht so wie auf anderen Strecken. Aber wir machen das, wir sind gut mit dabei. Wir haben schon 5 Runden gleich geschafft. Haben keine Beschädigung am Auto, haben einen Platz gewonnen. Ich weiß gar nicht, was haben wir noch für ein Ziel? Ein Ziel haben wir noch, und zwar 5 Runden während eines Rennwochenendes ohne Strafen und Verwarnungen abschließen. Das heißt, wir wären ja gleich eigentlich soweit. Ne? Also ich meine, ich habe niemanden berührt, ich habe die Begrenzung nicht überschritten bislang. Jetzt hoffe ich, dass das auch so bleibt. Ja, weil dann können wir auch diese Vorgabe erreichen. Dann kriegen wir auch wieder mehr Ressourcenpunkte. Und so weiter und so fort. Hier muss man auch mal aufpassen wegen diesen gelben Erhöhungen, aber das haben wir bislang alles gut im Griff. Ja, kaum sag ich's, da war schon die erste Berührung mit der Bande. Aber es zählt ja nicht als Beschädigung, ne? Oder als Verwarnung oder als Strafe. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich die Vorgabe... Wir haben gute Chancen auf eine bessere Platzierung. Na los, du kannst das schaffen. Ja, vielen Dank, dass du mir so Mut zusprichst, aber ich glaube jetzt die Runde, wenn wir die unfallfrei überstehen, dann haben wir, glaube ich, die Vorgabe erreicht. Und dann wird natürlich auch die Boxengasse wie in jedem Rennen wieder sehr, sehr interessant sein, sehr, sehr spannend und ausschlaggebend natürlich auch. Ja, Verstappen vorne, ey, der hat halt den Vorteil, der hat niemanden vor sich, der kann schön das Tempo vorgeben. Dahinter Piastri und Norris, die werden halt auch nicht näher rankommen, gehe ich von aus. Aber wir haben auch eine größere Lücke dann hinter Sainz. Beziehungsweise Stroll, der ist dann auch ein bisschen weiter weg. So, Achtung, keine Begrenzung überschreiten. Hier jetzt aufgepasst mit der Bande, nicht zu weit nach rechts, jawohl. Wenn ich hier irgendwie einen Boost bekommen würde, oh, Vorsicht, da war der erste Fehler jetzt von mir. Und jetzt die Chance für Sainz vorbeizuziehen, oh, das macht er nicht. Scheiße, scheiße, der eine Fehler, aber habe ich direkt wieder korrigiert. Deswegen sage ich ja, das kann sich von der einen auf die andere Sekunde so verändern, wenn du hier einmal zu spät bremst oder in die Bande reinfährst. Ihr seht, die Konkurrenz schläft nicht. Sind zwar auch abgelenkt wahrscheinlich von den vielen Yachten, die alle nebeneinander stehen, aber jetzt ist Russell natürlich vorne ein bisschen mehr weggezogen. Schade. Aber vielleicht können wir da wieder rankommen. Sainz haben wir wieder auf Abstand, das ist auch gut. Und hier würde ich so gerne einfach einmal nur geradeaus machen. Wenn sie die... Ja, Verwarnung, ja, habe ich jetzt geahnt. Das war zu weit nach rechts. Wenn sie einfach den Abschnitt länger machen würden, aber das geht nicht, weil, glaube ich, dann würden noch mehr Unfälle passieren. Du kannst ja dann auf 300 km/h beschleunigen. Also ich glaube, die Schikane mussten sie da reinbauen, oder... Die Schikane ist halt da aufgrund der Gegebenheiten. Weil sie das so halt gebaut haben in Monaco. So, jetzt noch eine Runde und dann ist schon Boxen-Stop-Time, glaube ich. Oder? Nee. Ach, ab Runde 9 erst, genau. Ne? Runde 9. Wir hätten auch mit harten Reifen weiterfahren können. Das wäre vielleicht diesmal auch eine gute Variante gewesen. Aber ich glaube, Mediums, die sind ja auch noch gut.
Ja, es ist wie verhext. Ich habe leider auch kein Mittel, wie ich vorne weiter rankomme. Ich meine, die Komponenten haben wir erst gewechselt. Die Upgrades, die laufen. Aber ich kann ja auch nicht mehr aus dem Auto rausholen. Ich kann nur versuchen, hier zu pushen, immer mit ERS drauf zu bleiben, ins DRS-Fenster zu kommen. Was anderes geht nun mal nicht. So, hier wieder aufpassen. Da hatte ich auch gerade wieder Schiss, dass das die zweite Verwarnung gibt. Wie gesagt, das ist die eine Stelle und halt vor Kurve 1. Und hier wäre es theoretisch auch noch möglich, die Streckenbegrenzung zu überschreiten. Aber ansonsten geht das eigentlich nicht. So, gut gepusht jetzt. Da bin ich gut rumgekommen. So, im DRS-Fenster bin ich drin und schon bin ich wieder näher dran. 0,7 Sekunden, aber Russell halt vorne auch. Versuchen wir mit DRS vorbeizukommen. Jetzt habe ich die Vorgabe erreicht. Also jetzt habe ich auch hier alle 4 Ziele, alle 4 Vorgaben. Und wir haben gleich die Hälfte des Rennens rum. Okay, hör zu. George liegt vor dir. Ah ja. Los geht's. Versuchen wir schnell vorbeizukommen und sie in die Defensive zu drängen. Gut, das wird jetzt leider nicht gehen, beziehungsweise doch, wenn er jetzt in die Boxengasse fährt, vor mir, dann habe ich es. Ansonsten wird es echt schwer. Ich kann ihn nur im Tunnel überholen oder auf Start und Ziel. Ansonsten habe ich hier keine andere Möglichkeit. So, jetzt hier einen guten Exit. Jawohl, jetzt probieren wir es mal. Nee, das klappt nicht. Nee, da zieht er direkt weg. Das kann ich nicht machen. Hier in der Schikane geht das auch nicht. Oh, Vorsicht. Hier kann ich nur dranbleiben und dann auf Start und Ziel mit DRS versuchen vorbeizukommen, aber... Mal schauen. Der nächste Angriff wird auf jeden Fall gestartet. Das ist gerade ein guter Abschnitt hier, Sektor 3. Auch wieder mit DRS 0,5 Sekunden, aber ich werde es nicht schaffen. Diese Runde, jetzt mach Druck. Ich werde das bis Runde 11 leider nicht hinkriegen, außer er geht in die Boxengasse rein und wir schaffen das dann. Ich glaube, so viel Zeit haben wir noch, oder? Runde 11 wird auch knapp. Ja, aber genauso, so hatte ich mir das vor dem Rennen gewünscht. Mindestens mal ein Auto überholen. Vorne dranbleiben, also nicht so den Abstand verlieren, weil ansonsten wird es halt auch total nervig hier, wenn du vor dir niemanden hast und für dich fährst. Frag mal bei Verstappen nach. Achtung, die Bande links. Die Amazon-Bande. Die hätte mir fast mal eine gute Platzierung gekostet, aber Achtung, keine Streckenbegrenzung, alles gut. Schnell neue Reifen aufziehen und dann weiter im Programm. Vergiss nicht, diese Runde in die Box zu fahren. Beachte deinen Abstand zur Tempolimitlinie und fahr nicht zu schnell. Auf jeden Fall. Wenn wir das jetzt ziemlich schnell hinbekommen, dann können wir sind jetzt direkt hinter ihm, gehen quasi mit Alonso rein. Du hast das Ziel erreicht. Das ist eine gute Grundlage für den Rest des Rennens. Ja, ich habe ihn überholt. Ach, geil. Diese Sequenz hat gezählt. In dieser kurzen... Nein, jetzt müssen wir länger warten, oder was? Nein. Warum hat er diesmal so lange gebraucht? 4,2 Sekunden. Hat es da gehakt? Das ist natürlich nicht so geil. Das nimmt uns wertvolle Zeit. Das sind ungefähr 2 Sekunden mehr als sonst. Schade. Es gab ein Problem beim Montieren des rechten Vorderrads. Das ist natürlich nicht ideal, aber versuch wieder ins Rennen zurückzukommen. Das ja, war unser letzter super, danke. Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Das kommt natürlich dann auch mit dazu, wenn die Boxencrew schläft. Das sind jetzt, wie gesagt, 2 Sekunden ungefähr, die fehlen. Dann wahrscheinlich auf Russell. Das heißt, wir könnten wieder einen Platz zurückfallen, je nachdem, wie schnell die bei Russell sind. Bei Russell klappt bestimmt wieder alles. Ja, Achtung, die Qatar Airways Bande. Also hier wirst du ja mit Werbung zugemüllt. Als Fahrer, das ist ja Wahnsinn. Vor allem hier Amazon. Die Amazon-Bande. So, wer ist vor uns? Alonso, Norris. Der war eigentlich auch mal weiter vorne, ne? Also der könnte eventuell, Vorsicht, oh. Ich warte eigentlich nur drauf, bis ich dann die Sequenz sehe, wenn der Reifen dann ja, abfällt und vorne auch alles kaputt ist, alles zerstört ist. So, wie gut können wir mit Mediums pushen? Wird wahrscheinlich nicht genauso gehen wie mit Softs, aber jetzt ist erstmal hier die Boxenausfahrt. Sehr interessant. Da kommt Verstappen, glaube ich, raus, Sergio Perez. Da kommen sie alle nacheinander wieder raus. Russell, Piastri. Piastri kommt an die Box. Achtung, nee, der ist schon längst draußen, Kollege. Wir sind auf jeden Fall vor Russell. Wir haben es geschafft.
hinter Piastri. Wir nehmen den Schwung mit. Wir werden auch noch 1, 2 Plätze gewinnen, weil vorne sind natürlich wieder Leute, die bleiben wieder bis zum bitteren Ende draußen. Aber gut, wir sind an Russell vorbei. Der Undercut hat funktioniert, wenn du so willst. Und jetzt überlegt euch mal, wir hätten nicht 4,2 Sekunden gebraucht, sondern nur 2, sonst was. Dann wären wir auch noch vor Piastri gewesen. Und vor Sergio Perez, glaube ich, auch. Also ihr seht, was so ein schlechter Boxenstopp ausmachen kann. Konzentrier dich aufs Fahren. Das war natürlich sehr, sehr bitter. Da fahre ich schon mal so gut halbwegs und dann baut die Boxencrew ausgerechnet hier in Monaco so einen Fehler hier mit ein. Achtung. Oh, Thema Streckenbegrenzung. Da war ich gerade schon wieder ganz kurz davor. Vorsicht, Bande. Jetzt will ich auch wieder zu viel. Ich darf nicht zu viel riskieren. Nicht zu aggressiv fahren. Achtung. Weil für meine Verhältnisse ist das eine gute Platzierung. Wenn wir so 8., 7. werden, da sage ich ja gar nichts. Dann sind wir halbwegs gut durchgekommen. Wir haben keine Unfälle gebaut. Tsunoda ist noch mit drin. Da kommt Leclerc. Wir sind auch vor Leclerc rausgekommen. Sehr gut. Und jetzt Leclerc gegen Russell. Okay, sollen die sich mal ein bisschen bekriegen? Oder du könntest vom Gas gehen oder leicht abbremsen, um es wieder aufzuladen. Ja, oder du könntest einfach mal die Schnauze halten und mich hier machen lassen. Das wäre auch, glaube ich, die beste Variante. Diese Tipps reicht, wenn ich sie einmal höre und nicht in jedem Rennen. Das wäre ganz gut. So, was geht jetzt noch nach vorne? Wir sind auf dem 8. Platz. Das ist eine gute Platzierung. Dafür, dass wir von 9 gestartet sind. Wir werden auch noch einen Platz gewinnen, weil vorne... Es kann sein, dass du etwas untersteuerst, da du im Windschatten des vorausfahrenden Autos bist. Versuch so schnell wie möglich vorbeizukommen. Ich versuche alles. Ich versuche hier alles Mögliche. So, Piastri, Achtung. Die Bande. Aber ich glaube, Piastri ist ein bisschen schneller als ich. Da werde ich jetzt erstmal leider kein Land sehen. 1,1 Sekunde. Leclerc ist jetzt auf Softs unterwegs. Er hat natürlich die besseren Reifen. Die schnelleren Reifen vor allem. So, aber einer ist noch drin, ne? Oder 2? Ne, 2 sind, glaube ich, noch drin. Gasly und Ricciardo. Wir sind also 6. Schau an, schau an. Ich sage euch, Monaco entwickelt sich doch noch zu meiner Lieblingsstrecke. Obwohl ich jahrelang diese Strecke hier verflucht habe, aufgrund der Gegebenheiten. Aber es ist ja nun mal so, ich habe schon viele Unfälle hier gebaut, bin auch schon ganz oft Letzter geworden oder war irgendwo hin, weiß ich gar nicht, müsste ich mal gucken in meinen Projekten. Aber jetzt, diese Saison läuft es echt gut in diesem Spiel. 6. Platz, hätte ich vor dem Rennen sicherlich unterschrieben. Und durch ein besseres Qualifying wäre ich wahrscheinlich dann auf dem Podium. So, aber Leclerc, der pusht jetzt natürlich, klar, wie gesagt, der hat Softs, der hat auch, ja, nicht das schnellere Auto, aber er kriegt halt DRS, ja, anders als ich. Ich kriege, glaube ich, kein DRS. Ja, mal gucken, 0,7. Jetzt würde ich wieder DRS bekommen. Aber würde ich ihn überholen können, das ist die Frage. So, ich bin da, Piastri. Schauen wir nach in den Rückspiegel. Ich kriege DRS. Ist auch immer gut. Zusätzliche Geschwindigkeit ist nie verkehrt. Ich halte dann den Abstand. Vorne komme ich natürlich nicht ran. Hier Kurve 1 kriege ich auch gut hin. Da habe ich auch gedacht, da bekomme ich auch öfter mal eine Verwarnung wegen Streckenbegrenzung überschreiten. Aber bislang nicht. Und ich hoffe, ohne dass ich jetzt dreimal auf Holz klopfen kann, dass das auch gut funktioniert. Der Motor wird zu heiß. Lass ihn bitte erst einmal etwas abkühlen. Alles klar, am besten, ich mache erstmal eine Pause. Durch einen Voice Crack natürlich auch. Aber wir sind bei 130 Grad, das sind noch 6 Grad Unterschied. Mal gucken, wie schnell sich der Motor jetzt erhitzt, wenn ich hier mal richtig Vollgas gebe. 133, ja, aber das sollten wir hinkriegen. Sollten wir hinkriegen, oder? Die nächsten 1,4 Runden. Ich glaube, da müsst ihr schon sehr, sehr aggressiv fahren und den Motor so sehr überlasten. So, aber weiter nach vorne geht's halt nicht. Leclerc kommt dafür immer näher ran, auch mit DRS. Aber denk dran, dass die Reifen bis zum Schluss durchhalten müssen. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 1,6 Sekunden. Gut, wichtig ist jetzt die Position halten. Wenn noch nach vorne irgendwas geht, dann spontan.
dann nur, wenn sich vorne mal einer verbremst. Aber ansonsten, glaube ich, werden die Platzierungen so bleiben, wie sie sind. Und wenn ich Sechster bleibe, ist das auch super. Dann bin ich sehr, sehr zufrieden. Dann haben wir das hier besser über die Runden bekommen, als ich das im Vorhinein gedacht hätte. Achtung, da hat es gerade irgendwie gequalmt, aber es war nur ein Verbremser, glaube ich. Von Piastri, oder? War da mehr? Nee, war nur ein Verbremser. So, Achtung, Thema Streckenbegrenzung. Der hat sich auch gerade wieder gedreht. Also so sicher wirkt er auch nicht hier in dem Abschnitt. Und vielleicht ist ja doch mehr bei Piastri. Wenn dann soll er... Oh, Vorsicht, die DBS-Bande. Oder UBS oder keine Ahnung. Hier komme ich leider nicht aus dem Quark. Wie gesagt, hier ist wieder so eine unsichtbare Boostplatte. Okay, super. Du hast das Ziel erreicht. Guten Naja, Abend. war ja easy. Also da hätte ich wirklich schon sehr, sehr verrückt fahren müssen. So, 4 Runden noch, dann haben wir es. War doch gar nicht so schlimm. Bislang. Ich hoffe nicht, dass es noch schlimm wird für uns, weil ich würde echt sehr gerne Sechster bleiben. So, Achtung, da gibt es einen gelben Sektor irgendwo hinter uns, da hat es gekracht. Oder gibt es hier irgendwo jemanden, dessen Auto am Qualm ist? Nee, oder? Nee, geht weiter. Okay, Grüner alles Sektor, klar. oder? Ist noch gelb, also so ganz raus ist noch nicht, was da passiert ist. Wir gucken mal. Ich sehe immer noch einen gelben Sektor. Und zwar ist das, oh, ist das Sainz, glaube ich, ne? Der da Probleme hat. So, was ich jetzt gerade spontan gesehen habe aus dem Augenwinkel. Scheint es, als ob Carlos Sainz Probleme hat oder hatte. Und es ist tatsächlich Sainz, der ausgeschieden ist. Ja gut, wahrscheinlich wegen Motorproblem. Oh, jetzt steht er aber sehr ungünstig, direkt nach der Tunneleinfahrt oder Ausfahrt. Gut, der steht wahrscheinlich ganz rechts. Also, keine Punkte für Sainz. Wahrscheinlich Motorschaden. Was auch sonst. Das ist natürlich bitter, aber gut, machst du nix. Da bin ich froh, dass ich so Probleme noch nie hatte. Also ich klar hatte auch mal, dass ich irgendwie einen Frontflügel ganz oft abgehauen habe. Das ist so das Schlimmste, was mir passiert ist. Aber Motorschaden hatte ich wirklich noch nie. Ich weiß auch gar nicht, wie das passieren kann. So, Vorsicht, wo steht er? Hoffentlich nicht da, wo wir jetzt vorbeifahren. Ah ne, er ist schon weg, okay. Ist schon aus dem Rennen genommen. So, noch 3 Runden. Was machen wir mit Piastri? Oder was mache ich mit Piastri? Einfach mal... Wenn du Oh. weiter so die Kurven schneidest, Ja. brummt dir die Rennleitung eine Strafe auf. Das war jetzt, glaube ich, die zweite und die letzte Verwarnung. Beim dritten Mal gibt es eine Zeitstrafe. Oh, wäre das bitter. Da muss ich echt aufpassen, ey. Das ist so gut bislang gelaufen. Wenn ich mir das jetzt dadurch kaputt mache, durch so eine unnötige Strafe, dann würde ich mir echt den Arsch beißen. Dann würden wir nämlich auch aus den Top 10 rausfallen, oder? Wobei, nee. Also ein paar Punkte kriegen wir auf jeden Fall, wenn wir das Rennen hier zu Ende fahren. Ob mit Zeitstrafe oder ohne, aber das will ich jetzt nicht. Aber ihr habt gesehen, selbst durch diese Abkürzung bin ich nicht näher rangekommen an Piastri. Das ist einfach nicht zu machen, warum auch immer. Wir müssen uns gleich mal in der FE auch die Bereiche nochmal ein bisschen genauer angucken. Vielleicht sind wir ja bei der Beschleunigung oder beim Triebwerk, vielleicht sind wir da schlechter als McLaren. Deswegen sind die schneller als wir. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich bin rundum zufrieden eigentlich. Letzten beiden Runden jetzt hoffentlich auch noch gut hinbekommen. Und dann springe ich mit in den Pool. Mit einer Flasche Champagner. Lass mir das Leben hier gut gehen. Schau bei den Geissens nochmal vorbei. Weiterhin halte ich halt diesen Abstand nach vorne und auch nach hinten. Diese 0,7 Sekunden, das ist so ein guter Mittelwert. In Kurve 1 kann ich auch nicht wirklich viel wettmachen. Vorne Verstappen, gut, der gewinnt das. Dann haben wir Norris. Dann Sergio Perez, glaube ich. Genau, dann Piastri. Dann YouTube. Da ist irgendwas bei der Namengebung falsch gelaufen. Ich wollte eigentlich HSP stehen haben, aber gut.
Machst du nix. Und ich komme noch mal ran. Mal gucken, wie nah und wie gefährlich wirklich. Aber ich bin auf jeden Fall noch mal da. Piastri muss sich auch noch mal schön strecken. Auch für die letzte Runde. Nach hinten jetzt über eine Sekunde Abstand. Das wäre sehr wichtig. So, und vorne jetzt, Achtung. Da wollte ich wieder zu viel. Da wäre ich fast in der Bande gelandet. Hier auch ganz wichtig, okay. Gut, dann geht's auf die letzte Runde. Noch einmal voller Fokus, noch einmal Konzentration. 6. Platz halten. Nach vorne hin wird nichts mehr gehen. Piastri bleibt 5. Wir müssen jetzt gucken, dass wir Leclerc nicht überholen lassen. Letzte Runde, los, letzte Runde. Nochmal ein bisschen Vollgas, ein bisschen pushen. Du verlierst ein wenig Zeit gegen deinen Hintermann. Gib weiter Gas. Da wird sich nichts mehr tun an dem Feld. Das hat sich jetzt zwar ein bisschen auseinandergezogen durch die Boxenstops und dadurch durch die Gegebenheiten, aber es war ein schönes Rennen. Es hat gut funktioniert. Ich bin ohne Unfall hier durchgekommen. Zweimal verwarnt worden wegen der Streckenabkürzung oder der Kurvenabkürzung. Aber es war ein sehr gutes Rennen von uns. Überraschenderweise auf einer Strecke, die ich sonst nicht so gerne fahre. Achtung, ist ja noch nicht vorbei. Und Piastri, schade. Wenn es noch 2 Runden länger gegangen wäre, dann wäre vielleicht noch was möglich gewesen. Aber so beenden wir das Ganze, ja, auf dem 6. Platz. Vielleicht jetzt hier nochmal ein Überholmanöver. Nee. Also 6. Platz hinter Piastri vor Leclerc. Das ist ein sehr, sehr gutes Rennen, gutes Ergebnis. Und ich bin mehr als zufrieden. Sehr, sehr schönes Rennen. Super. So, das Rennen ist vorbei. Pass auf dein Auto auf, während du reinkommst. Ein weiterer Sieg und eine meisterhafte Leistung von Max Verstappen. Das war heute eine absolut dominante Leistung, Sascha. Von der Ampel bis zur Zielflagge gab es nie Zweifel an einem Rennsieg. Was für eine großartige Leistung. Red Bull ist der heutige Gewinner nach einer unglaublichen fahrerischen Leistung. In letzter Zeit hat Red Bull enorm zugelegt, um mit den anderen Teams mithalten zu können. Und es hat sich gelohnt. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, mehr als zufrieden. Das bestätigt die gute Leistung. Hat im Blitzqualifying schon angefangen, hat sich im Rennen hier fortgeführt. Ich hole mir jetzt eine Flasche Champagner, suche mir eine Yacht aus und werde mich da so ein bisschen entspannen. Sainz unten, wahrscheinlich durch Motorschaden. Und dann geht's auch direkt weiter. Sehr schönes Rennen. Oh, ich habe meine zweite Belohnung. Setze dir ein Ziel, 3 Punkte über deiner aktuellen Bewertung und dann, ja, konnte ich es leider nicht mehr lesen. Was haben wir denn jetzt? Ach, haben wir einen neuen Rivalen? Logan Sargent. Ich war hinter Sargent? Das kann doch gar nicht sein. Sargent war doch gar nicht vor mir. Hä? Achso, von der Gesamtwertung her wahrscheinlich. Ah, okay. Weil im Rennen war ich ja vor ihm. So, Wertungen sind auch wieder sehr, sehr gut. Erfahrung, Rennkunst, Aufmerksamkeit, Tempo und Konzentration. Das heißt, Gesamtwertung auch auf eine 69. Das heißt, ich wäre quasi... Nee, jetzt bin ich genau gleich mit meinem Vertrag. Hier, Experten. Ihr habt immer noch nichts reingeschrieben. Schreibt mal rein, was das heißt hier. Ich weiß es immer noch nicht. So, da ist es auch wieder alles gut gewesen mit unseren Ingenieuren und so weiter. Alles gut. Sieht so aus, als hättest du eine neue Rivalität. Das ist die perfekte Gelegenheit, der Welt zu zeigen, warum du in diesen Sport gehörst. Und mir zu zeigen, warum du zu meiner sehr exklusiven Kundschaft gehörst. Kleiner Scherz. Ich liebe es, mit dir zu arbeiten.
Ja, ich auch. Elena, das Geld gibt's dann später. Deswegen wurde mir das gerade angezeigt. Also, wir haben jetzt Sergeant als neuen Rivalen. Erreiche 72, um zu gewinnen. Okay, Sergeant hat 70, wir haben 69. Wenn wir so weiterfahren, dann glaube ich, haben wir das auch bald hinter uns. So, jetzt starten wir mal rein. Holen uns die wöchentlichen Ressourcen hier ab. Besseres Material beim MGUK. Und dann Grand Prix von Kanada. Ja, auch sehr, sehr gut. Wir können Sie beim nächsten Grand Prix einsetzen. Das ist zum Beispiel eine Strecke, die ich auch sehr gerne fahre und die ich auch sehr gut fahren kann. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Wir sind vor den Upgrades sind wir Vierter. McLaren ist Zweiter. Gut, deswegen war auch Piastri wahrscheinlich ein bisschen schneller. So, was können wir denn hier machen? Wir können Monocoque-Struktur. Hört sich gut an. Gibt auch, glaube ich, ein gutes Upgrade. Und hoffentlich merklich werden wir dadurch auch ein bisschen besser. So, wir gucken mal hier. Da sind wir auf der 1. Okay, da sind wir ganz vorne bei der Chassis. Ne, bei der Strapazierfähigkeit. Dann beim Antrieb. Ganz, ganz wichtig. Da sind wir Dritter. Da ist Sauber auf dem 2. Platz. Schaut mal, wo Red Bull ist. Ah gut, wir sind halt alle auf der gleichen Höhe. Wenn ihr mal die weiße Linie betrachtet, das sind eigentlich nur ganz, ganz wenige Millimeter. Aber Sauber auf Platz 2, das wundert mich auch. So, dann bei der Chassis. Gucken wir mal da, wie es ausschaut. Können wir da mal schauen. Da sind wir in der Mitte. Sind wir hinter Aston Martin. Da ist McLaren zum Beispiel auf der 1. Auch, glaube ich, ein Grund, warum sie momentan noch vor uns sind. Und bei der Aerodynamik sind wir Dritter. Also wir sind ganz gut dabei. Wir haben ein paar Punkte geholt. Sowohl ich als auch Russell. Wir können ja gleich nochmal drauf gucken. Ich schaue jetzt erstmal hier bei den Spezialisten wie immer vorbei. Holen mir die nächsten Ziele für die nächsten Wochen. Da guck mal, wenn wir dann, glaube ich, oben, da steht jetzt 1460, wenn wir das quasi überschritten haben, bekommen wir wahrscheinlich ein neues Level. Und dann ist das auch ein Vorteil, wenn wir, glaube ich, unsere Upgrades bekommen, dass die nicht so lange dauern, dass die nicht so viel kosten. Ihr seht ja, die Upgrades werden um 15% reduziert. Die Zeit, das heißt, es geht schneller. Und wir müssen weniger bezahlen. 15% reduziert. Und verdoppelt die Wirksamkeit der vorherigen Boni, ist dann aber auch erst auf Level 3. So, was haben wir jetzt hier? Öffne während eines Rennwochenendes die DRS-Klappe länger als 45 Sekunden. Das sollte, glaube ich, auch klappen. Das ist ja auf der langen Geraden, kurz vor Startziel in Kanada. Das sollten wir hinkriegen, oder? Ist halt auch wieder die Frage, ob das hintereinander sein muss oder ob das so am Stück sein muss. Bei der Chassis, da haben wir schließe 5 Runden in Trainingssession ab. Ja, das kriege ich auch hin. Dann Qualitätssicherung, schließe eine Session ab, ohne eine Rückblende zu verwenden. Erhalte während eines ganzen Rennwochenendes oder Wochenendes nicht mehr als 3 Strafen. Boah. Also im Training mache ich halt auch öfter mal die Rückblenden, da bin ich ganz offen und ehrlich zu euch. Wir machen mal das hier. Ich glaube, ich bin da sehr selbstsicher, dass ich das hier schaffe. Ressourcenpunkte. Ah, okay. Gut, wenn wir natürlich jetzt Level 1 freischalten, kriegen wir 30% mehr Ressourcenpunkte. Deswegen haben wir am Anfang auch so wenig. Vielleicht liegt es auch daran. Würde ich jetzt einfach mal so spontan sagen. Ja, schließe während eines Rennwochenendes ein Trainingsprogramm ab. Also wie gesagt, das geht ja hier schnell. Ich glaube, das ist auch extra so gewollt, dass man das schneller hinbekommt. Jetzt verstehe ich auch, warum wir so wenig Ressourcenpunkte erst bekommen. Wir können das nämlich auch freischalten. 30% mehr. Was war noch? 50% und 100%. Ich glaube, genau so ist das gewollt. So, in Kanada habe ich eigentlich auch meistens gut performt. Ich hoffe, das Wetter spielt mit. Ich möchte keinen Regen im Blitzqualifying haben. Ich möchte Sonnenschein haben. Im Training, da kann es meinetwegen auch regnen. Auch mit Voice Cracks. Ah, und ich bekomme Regen und im Rennen auch Regen. Ja, schade. Naja. Sind meine Wünsche leider nicht in Erfüllung gegangen. Aber auch das werden wir hinkriegen müssen. Wir müssen das irgendwie hinbekommen. Ist aber auch cool, dass vorher Sonne ist und dann hier Regen und Regen. Aber wir gucken mal, auch ein Regenrennen, das kann ja ganz spannend sein und ganz interessant. Und ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, drückt gerne den Daumen nach oben. Lasst ein kostenloses Abo da, um die weitere Saison nicht zu verpassen. Wir haben noch ein paar sehr, sehr aufregende Rennen. Wir beginnen dann bald unsere Europatour. Spanien, Österreich, auch gute Strecken. Silverstone kann man auch immer Vollspeed geben. Ungarn wird dann nochmal so ein bisschen Krampf für mich. Aber dann kommt Belgien, Holland, Italien, Aserbaidschan ist eigentlich auch ein Highspeed-Kurs. Da kann man auch mal ein paar Punkte holen. So, ich bin gespannt. Macht's gut. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.